Willkommen zum kleinen einmal 1 der Kostenrechnung. Unser Thema heute: kurzfristige Erfolgsrechnung. Im Grunde ist Erfolgsrechnung ganz einfach. Wir nehmen unsere Erträge, ziehen davon unsere Kosten ab und wenn jetzt eine positive Zahl herauskommt, können wir uns über einen Gewinn freuen. Wenn eine negative Zahl herauskommt, müssen wir einen Verlust verarbeiten. In der letzten Periode traten in der Muster GmbH zum Beispiel 1,53 Milliarden Euro Kosten auf. Dies ist jedoch nicht weiter tragisch, denn dem stehen Erträge von 1,65 Milliarden gegenüber. Das heißt, wir können uns über einen Gewinn von 120 Millionen Euro freuen. Mithilfe der Kostenrechnung waren wir in der Lage, die Kosten auch auf unsere Produkte umzulegen. Unser Muster City zum Beispiel hat 647 Millionen Euro Kosten verursacht. Dem standen 714 Millionen Euro Erträge gegenüber. Also war unser Muster City mit 67 Millionen Euro am Gewinn beteiligt. Diese Berechnungen sind nicht mehr so einfach, wie wir gleich sehen werden, wenn wir es mit Lagerbeständen zu tun haben. Denn diese Lagerbestände sind irgendwie zu bewerten und je nach Bewertung kann der Erfolg unterschiedlich ausfallen. Generell unterscheiden wir bei der kurzfristigen Erfolgsrechnung zwischen dem Gesamtkostenverfahren und dem Umsatzkostenverfahren. Beim GKV haben wir auf der positiven Seite die Umsatzerlöse plus die Bestandsänderungen der Erzeugnisse. Auf der negativen Seite haben wir die variablen Kosten der Periode und die fixen Kosten der Periode. Zur Verdeutlichung sind die fixen Kosten hier als Block dargestellt, die variablen Kosten als Rampe. Differenz aus positiven und negativen Größen ergibt den Erfolg. Üblicherweise wird im Gesamtkostenverfahren nicht zwischen variablen und fixen Kosten differenziert. Tatsächlich ist hier auch keine Kostenaufspaltung notwendig. Beim UKV stehen auf der positiven Seite nur die Umsatzerlöse, auf der negativen Seite die variablen und fixen Kosten des Umsatzes. In diesem Fall erhält man sowohl nach dem GKV und nach dem UKV den gleichen Erfolg. Problematisch ist aber hier die Umlage der fixen Kosten auf den Umsatz. Die Teilkostenrechnung rechnet hier etwas anders. Den positiven Größen, dem Umsatzerlös, stehen die variablen Kosten des Umsatzes plus dem Fixkostenblock der Periode gegenüber. Die fixen Kosten werden also nicht auf die Produkte umgelegt, sondern werden in einer Periode komplett abgerechnet. Hier kann sich dann durchaus ein anderer Erfolg errechnen als nach der Vollkostenbasis. Hierzu ein Zahlenbeispiel. Wir haben 20.000 Stück produziert, aber nur 15.000 Stück abgesetzt. Der Stückpreis betrug 70 Euro. Wir haben folgende Kostenstruktur. Material, Einzelkosten und Fertigungseinzelkosten sind ausschließlich variable Kosten. Verwaltungsgemeinkosten und Vertriebsgemeinkosten sind ausschließlich Fixkosten. Die restlichen Kosten sind Mischkosten. Die Vollkostenrechnung rechnet wie folgt. Wir haben 20.000 Stück produziert. Dabei sind insgesamt 500.000 Euro an Kosten angefallen, entsprechend Stückkosten von 25 Euro. Die Bewertung eines Lagerbestandes geschieht häufig auch nach den Herstellkosten. Dann bleiben die Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten außen vor. In unserem Beispiel hätten wir Herstellkosten von 20 Euro pro Stück. Bei der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten von 380.000 Euro der produzierten Menge gegenübergestellt. Wir haben variable Stückkosten von 19 Euro pro Stück. Die 120.000 Euro Fixkosten werden in der Teilkostenrechnung nicht auf die Produkte umgelegt, sondern werden der Periode zugeordnet. Wir werden nun unsere Erfolgsrechnung nach 3 verschiedenen Art und Weisen durchführen. Beim Gesamtkostenverfahren zählen wir Umsatzerlöse und Bestandskostenmehrung zusammen. Umsatzerlöse sind leicht zu berechnen, 15.000 mal 70, 1,05 Millionen. Die Bewertung der Bestände ist nun ganz essentiell. Wenn wir sie mit den Selbstkosten bewerten, müssen wir 125.000 Euro dazuzählen, entsprechend einer Gesamtleistung von 1,175 Millionen. Die Gesamtkosten der Periode ziehen wir von dieser Leistung ab und erhalten als Ergebnis 675.000 Euro Gewinn. Wir berechnen den Erfolg nach dem Umsatzkostenverfahren auf Vollkostenbasis. Als Leistungen, als positive Größe haben wir hier nur den Umsatz zu berücksichtigen, 1,05 Millionen. Sowohl die variablen als auch die fixen Kosten werden auf die Produkte umgelegt. So erhalten wir als Kosten des Umsatzes 375.000, entsprechend einem Betriebsergebnis von 675.000 Euro, genau wie vorhin. Wenn wir auf Vollkostenbasis kalkulieren, ergibt sich kein Unterschied zwischen UKV und GKV. Wir berechnen den Erfolg nach dem Umsatzkostenverfahren auf Teilkostenbasis.
Bei den Umsatzerlösen gibt es keine Diskussion. Wir haben nach wie vor 1,05 Millionen als Leistung. Dem stehen als Kosten gegenüber einmal die variablen Kosten des Umsatzes und die Fixkosten der gesamten Periode, 120.000 Euro. In dem Fall ist unser Betriebsergebnis etwas geschmälert, es beträgt 645.000 Euro. Warum ergibt sich bei der Teilkostenrechnung ein anderes Ergebnis als bei der Vollkostenrechnung? Weil der Lagerbestand unterschiedlich bewertet wurde. In der Vollkostenrechnung wurde der Lagerbestand mit den Vollkosten bewertet. Jedes Stück zu 25 Euro, also 125.000 Euro. In der Teilkostenrechnung wurde der Lagerbestand nur mit den variablen Kosten bewertet, also nur mit 19 Euro pro Stück. Entsprechend ergeben sich 95.000 Euro. Die Differenzen der Bewertung des Lagerbestandes, diese 30.000 Euro, finden sich auch bei der Gewinnrechnung wieder.